Seid ihr jemals in einen Flugzeugabsturz geraten? Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht ist ein Gebäude auf euch gefallen und danach wurde ihr von einem Auto überfahren. Ich denke, das ist auch eher unwahrscheinlich. Aber genau das ist unseren Helden im Video passiert. Und das nicht nur einmal. Und das Wichtigste ist, sie sind am Leben geblieben. Glaubt ihr das nicht? Dann schaut euch das Video bis zum Ende an, denn die letzte Geschichte wird euch am meisten überraschen. Viel Spaß beim Anschauen. Ich fange wohl mit einer der bekanntesten Geschichten an, denn ihre Protagonistin hat es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Die 22-jährige Stewardess aus Jugoslawien, Vesna Vulović, stand gerade am Anfang ihrer Karriere in der Luftfahrt. Sie flog 1972 von Stockholm nach Belgrad. Nichts deutete auf Unglück hin. Das Flugzeug wurde vor dem Abflug gründlich überprüft. Doch während des Überflugs über die deutsche Stadt Hirschtal verschwand das Flugzeug von den Radarschirmen und explodierte 46 Minuten nach dem Start in der Luft. Es zerbrach in 2 Teile und stürzte aus über 10.000 Metern Höhe ab. Von 28 Personen an Bord konnte nur Vesna Vulović überleben. Ihr Körper war schwer verletzt, sie hatte gebrochene Beine, Rippen, 3 Wirbel und einen Schädelbruch. Zum Glück war in der Nähe ihrer Landestelle ein ehemaliger Militärarzt, Bruno Honke. Wäre er nicht gewesen, wären die Überlebenschancen der jungen Stewardess nahe null gewesen, denn die Trümmer des Flugzeugs waren über ein riesiges Gebiet verstreut, was die Suche und rechtzeitige Hilfe erschwerte. Vesna erinnerte sich, dass Bruno in einem Interview entdeckte, dass sie einen schwachen Puls hatte und leistete Erste Hilfe. Er machte alles richtig, indem er ihren Körper nicht bewegte, als er die gebrochene Wirbelsäule bemerkte. Die Behandlung des Mädchens mit vielen Brüchen war lang und schwer. Trotz der Prognose der Ärzte, dass Vesna nie wieder laufen könnte, gab sie nicht auf und erholte sich vollständig. Aber die vielen Jahre, die sie im Krankenhaus verbrachte, waren nicht umsonst. Obwohl die Ärzte versicherten, dass Vesna niemals wieder laufen könnte, wollte das Mädchen nicht aufgeben und schaffte es schließlich, sich vollständig zu erholen. Der Name Vesna Vulović steht im Guinness-Buch der Rekorde für das Überleben nach einem Fall aus einer Höhe von 10.160 Metern. Die größte Höhe, aus der ein Mensch überleben konnte, nachdem er gefallen ist. Der nächste Fall ist schon fast aus der Welt der Fantasie. Wahrscheinlich habt ihr alle Filme gesehen, in denen Menschen in kryogenen Kammern eingefroren werden und nach vielen, vielen Jahren lebendig und gesund aufwachen und ihren Geschäften nachgehen. Unsere Wissenschaftler können das leider nicht, obwohl sie anscheinend nah dran sind. Aber Anna Bogenholm hat diese Aufgabe ganz gut gemeistert. Im Jahr 1999 fuhr Anna Ski einen steilen Hang hinunter, aber leider konnte sie nicht mehr steuern und fiel ins Wasser in der Nähe eines Wasserfalls. Ihr Kopf und Oberkörper waren unter einem riesigen Eisschicht im Wasser, während ihre Beine und Skier an der Oberfläche blieben. Als Anna eine Lufttasche zwischen dem Eis und dem Wasser fand, konnte sie 40 Minuten lang atmen. Aber die Retter kamen erst nach 80 Minuten und als sie herauszogen, zeigte Anna bereits keine Lebenszeichen mehr. Sie wurde dringend ins Krankenhaus gebracht, wo sie 3 Stunden lang reanimiert wurde. Es gab schon gar keine Hoffnung mehr, aber dann geschah ein Wunder. Annas Herz begann wieder zu schlagen. Im Moment ihrer Rettung war die Körpertemperatur des Mädchens unter dem Eis auf 13 Grad Celsius gesunken, was die niedrigste Temperatur ist, bei der ein Mensch überleben konnte. Obwohl Anna am Leben war, blieb ihr Körper gelähmt. Aber mit der Zeit erholte sie sich vollständig. Obwohl Anna am Leben war, blieb ihr Körper gelähmt. Aber mit der Zeit erholte sie sich vollständig. Die Ärzte glauben, dass sie überlebt hat, weil ihr Körper in einen Zustand ähnlich der Winterstarre gefallen ist. Interessant, warum gerade Anna in eine Art Winterschlaf gefallen ist. Vielleicht hat sie Bären in der Verwandtschaft. Habt ihr schon mal von der Rede gehört, die einen ehemaligen US-Präsidenten gerettet hat? Diese erstaunliche Geschichte ereignete sich am 14. Oktober 1912, als Theodore Roosevelt sich darauf vorbereitete, vor einer Menge in Milwaukee im Rahmen seiner Wahlkampagne zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits 2-mal Präsident gewesen und kämpfte nun um eine 3. Amtszeit. Trotz seiner hohen Umfragewerte hatte Roosevelt eine Menge Feinde und der politische Kampf zwischen den Demokraten und Republikanern war in vollem Gange.
Während Roosevelts Rede schoss John Schrank mit einem Revolver auf ihn. Die Kugel blieb in der Brust des Präsidenten stecken, nachdem sie gegen das Stahletui für seine Brille und die 50-seitige Kopie seiner Rede gestoßen war, die er in der Innentasche seines Sakkos hatte. Die Menge hielt den Atem an, als sie den Schuss hörte. Roosevelts Leibwächter hielten den Angreifer sofort fest. Der Mann selbst taumelte zuerst, richtete sich dann aber schnell auf und zog mit einem Lächeln auf dem Gesicht seinen Hut ab. Sein Assistent Harry Shahil fragte, ob er verletzt sei, worauf Roosevelt antwortete, er hat mich nur gekniffen, Harry. Dann, trotz der Verletzung, begann Roosevelt seine Rede mit den Worten: Ja, meine Herren, ich weiß nicht, ob ihr versteht, dass man gerade auf mich geschossen hat. In mir steckt jetzt eine Kugel. Er sprach 1,5 Stunden lang, trotz der Verletzung. Erst nach dem Ende seiner Rede stimmte Roosevelt zu, ins Krankenhaus zu fahren. Die Untersuchung ergab, dass die Kugel im Brustmuskel stecken blieb, ohne lebenswichtige Organe zu treffen. Sie ging nicht durch das Pleuragewebe, und die Ärzte entschieden, dass es sicherer sei, sie zu lassen, als zu versuchen, sie zu entfernen. Letztendlich trug Roosevelt die Kugel bis zu seinem Lebensende. Einmal wurde er danach gefragt, worauf er mit einem Schmunzeln antwortete, ich habe nichts dagegen, dass sie da ist, als ob sie einfach in der Tasche meiner Weste läge. Und jetzt eine etwas kühlere Geschichte. Ich habe nichts dagegen, dass sie da ist, als ob sie einfach in der Tasche meiner Weste läge. Und jetzt eine etwas kühlere Geschichte. Joe Simpson ist einer von diesen Leuten, die schon als Kinder gerne in den Bergen herumkletterten. Joe entschied sich, seinen Eintritt ins Erwachsenenleben auf eine ziemlich ungewöhnliche Weise zu feiern, mit dem Besteigen des unbezwingbaren Gipfels der peruanischen Anden Siloagran. Warum unbezwingbar? Weil niemand und niemals dort hinaufgekommen ist. Der Weg galt als wahnsinnig gefährlich und praktisch unmöglich, aber der junge Joe ließ sich davon überhaupt nicht abschrecken. Zu diesem Zeitpunkt hatte unser Held bereits die gesamten Alpen erkundet und wollte nur eines, seinen Namen in die Geschichte des Alpinismus eintragen. Das hat er übrigens geschafft, aber ein bisschen anders, als er es sich vorgestellt hatte. Allein auf diese Tour zu gehen, wäre Selbstmord gewesen, also suchte sich Joe einen Partner namens Simon, der ebenfalls verrückt nach Bergen war und bereit war, mit ihm loszuziehen. Die Jungs konnten den Gipfel bezwingen, aber laut Statistik passieren über 80% der Probleme genau beim Abstieg vom Berg. Und der Rückweg lief gleich nicht gut. Zuerst haben die Jungs sich verlaufen, dann wurden sie von einer Schneelawine erfasst, und kurz darauf hatten sie überhaupt kein Wasser mehr. Nach alledem schien es, als wäre das Schlimmste schon vorbei. Doch plötzlich rutschte Joe ab und fiel nach unten. Der Typ landete unglücklich, sein Schambein zertrümmerte das Knie komplett und drang ins Oberschenkel. Der Partner stieg sofort zu Joe hinunter und beschloss, ihn mit Seilen abzuseilen. Einen Ende band er sich um, das andere an Joe. Sie gingen, aber eine Abfahrt endete mit einem steilen Hang. Wegen des Windes konnten die Jungs nicht reden. Selbst alleine ist es schwierig, einen solchen Abschnitt zu überwinden, und mit großer Last fast unmöglich. Dabei konnten die Jungs nicht einmal einfach miteinander reden wegen des starken Windes. Und nach ein paar Stunden und mehreren Versuchen, hinunterzukommen, erkannte Simon, dass seine einzige Überlebenschance darin bestand, das Seil durchzuschneiden. Es war eine wahnsinnig schwere Entscheidung, aber der Mann sah keinen anderen Ausweg. Letztendlich fiel Joe über 20 Meter und landete direkt in der Spalte, aber er überlebte und verlor nicht einmal das Bewusstsein. Dennoch, als er sich umsah, wurde Simpson klar, dass seine Lage hoffnungslos war, um ihn herum Dunkelheit, das Knacken des Eises und ein schrecklicher Wind. Es schien, als wäre alles vorbei. Aber nein, Joe hatte nicht vor, aufzugeben. Obwohl er zuerst eingeschlafen war, als hätte er sich mit seinem Schicksal abgefunden. Aber als er aufwachte, beschloss er, weiter abzusteigen, indem er auf dem Bauch kroch. Am Ende hatte Joe Glück. Die Länge des Seils reichte genau aus, um zur vertikalen Spalte mit dem Ausgang nach draußen zu gelangen. Dann kroch Joe noch 2 Tage, aber er schaffte es schließlich ins Lager, wobei er fast 1/3 seines Gewichts verlor. Für die vollständige Genesung brauchte er mehr als 2 Jahre. Später schrieb der Typ ein Buch über diesen Vorfall, nachdem ein Film gedreht wurde. So halfen Sturheit und Wille Simpson, aus einer völlig hoffnungslosen Situation herauszukommen. Naja, und natürlich in die Geschichte des Alpinismus eingehen. Und jetzt lasst uns über Wissenschaft sprechen.
Der nicht unbekannte Forscher Anatoli Bukowski arbeitete 1978 im Institut für Hochenergiephysik. Zu der Zeit befand sich dort der größte sowjetische Teilchenbeschleuniger. In einem Moment war die Anlage defekt. Da beschloss der Wissenschaftler, den Zustand der Maschine zu überprüfen, und als er sich vorbeugte, schoss ein Protonenstrahl über seinen Kopf hinweg. Wie bekannt ist, reichen Dosen von 400 bis 1000 Rad aus, um einen Menschen zu töten. Also, über den Kopf von Bukowski gingen ganze 200.000 Rad. Kein Mensch auf der Welt hat jemals so viel Strahlung erlebt. In dem Moment sah Bukowski einen Blitz, der, seiner Meinung nach, heller war als 1000 Sonnen. Aber er fühlte keinen Schmerz. Der Wissenschaftler verstand, dass er einer Strahlung ausgesetzt war, entschied sich aber, niemandem davon zu erzählen. Stattdessen beendete er einfach seinen Arbeitstag, als wäre nichts gewesen, und begann auf die Symptome der Strahlenkrankheit zu warten. In der Nacht konnte nicht schlafen, weil er spürte, dass seine linke Gesichtshälfte stark anschwoll, und nach einer schlaflosen Nacht beschloss Bukowski dennoch, zum Arzt zu gehen. Er wurde sofort nach Moskau in ein spezialisiertes radiologisches Krankenhaus verlegt. Im Gegensatz zu Tschernobyl oder zum Beispiel Hiroshima, wo die Opfer eine viel geringere Dosis von Kopf bis Fuß abbekamen, erhielt Bukowski nur eine punktuelle Dosis. Der Strahl hat praktisch ein Loch in das Gewebe seines Kopfes von der Hinterkopf bis zur Nase gebrannt, aber er hat keine lebenswichtigen Organe wie den Magen-Darm-Trakt oder das Knochenmark beschädigt. Und obwohl die linke Seite seines Gesichts komplett gelähmt war und der Wissenschaftler unter epileptischen Anfällen litt, blieb sein Intellekt unversehrt. Das ist erstaunlich. Trotz dieser Strahlendosis lebt Bukowski immer noch in Prodwino und ist jetzt 82 Jahre alt. Die nächste wahre Geschichte, die sogar verfilmt wurde, ereignete sich am 26. April 2003. Aaron Ralstone, ein erfahrener Bergsteiger, machte sich alleine auf, um den Blutgeon Canyon zu erkunden, ohne jemandem von seinen Plänen zu erzählen. Nachdem er seinen Pickup auf dem Parkplatz abgestellt hatte, setzte er seinen Weg mit dem Mountainbike fort, ließ es aber nach 15 Meilen stehen und ging zu Fuß weiter. Als er in eine der Schluchten hinabstieg, geriet Aaron in eine Falle. Nachdem er seinen Pickup auf dem Parkplatz abgestellt hatte, setzte er seinen Weg mit dem Mountainbike fort, ließ es aber nach 15 Meilen stehen und ging zu Fuß weiter. Als er in eine der Schluchten hinabstieg, geriet Aaron in eine Falle. Ein großer Felsblock, der die enge Spalte blockierte, fiel und drückte seinen rechten Arm gegen die Wand. So verbrachte der Mann mehr als 5 Tage eingeklemmt unter dem Stein. Zuerst versuchte Aaron, sich mit Hilfsmitteln und Kletterausrüstung zu befreien, aber alle seine Bemühungen waren vergeblich. Dann versuchte er, den Stein zu zertrümmern, aber sein Messer wurde nur stumpf. Essen und Wasser waren knapp, das Handy funktionierte nicht und niemand wusste, wo er war, was die Möglichkeit einer Rettung ausschloss. 5 Tage lang litt Aaron unter unerträglichen Schmerzen und Kälte, praktisch ohne Schlaf. Als das Wasser ausging, begann er, seinen eigenen Urin zu trinken, aber auch der war am 4. Tag alle. Bald darauf begann der Mann, häufig das Bewusstsein zu verlieren und in Wahnvorstellungen zu verfallen. Am 5. Tag erkannte Aaron, dass seine einzige Überlebenschance darin bestand, seinen eigenen Arm zu amputieren. Mit einem stumpfen Taschenmesser führte er die Amputation durch und erst danach gelang es ihm, zu den Rettern zu gelangen. Aaron hat seinen Arm verloren, aber sein Leben gerettet. Im Vergleich zum Leben schien der Verlust des Arms nicht so bedeutend zu sein. Im Jahr 2010 wurde nach dieser Geschichte der Film 127 Hurs gedreht. Ich empfehle es, anzuschauen. Die nächste Geschichte ist wahrscheinlich eine der erstaunlichsten der Welt. Vielleicht habt ihr sogar von dem glücklichsten Unglücksraben der Erde gehört. So wird Frano Selak genannt, der dem Tod gleich 7-mal entkommen ist. Vielleicht habt ihr sogar von dem glücklichsten Unglücksraben der Erde gehört. So wurde Frano Selak genannt, der dem Tod gleich 7-mal entkommen ist. Die erste Katastrophe ereignete sich 1957, als der Bus, in dem Frano fuhr, in einen Fluss stürzte. Selak und der Fahrer schafften es, ans Ufer zu schwimmen und kamen nur mit ein paar kleinen Schnittwunden und Prellungen davon. Im Jahr 1962 befand sich unser Held in einem Zug, der von den Gleisen abkam, weil ein Felsblock gefallen war und in den eiskalten Fluss Neretva stürzte. Selak zerbrach das Fenster und kletterte aus dem Waggon, wobei er auch seinen Bekannten rettete. Er erlitt nur einen Armbruch und Unterkühlung, während 17 andere Passagiere erfroren oder ertranken.
Ehrlich gesagt, nach so etwas würde ich im Prinzip aufhören, mit dem Verkehrsmittel zu fahren und zu Hause bleiben, aber Franco dachte anders. 1963 machte Selak seinen ersten Flug mit dem Flugzeug von Zagreb nach Rijeka. Kurz vor dem Ziel hatte das Flugzeug technische Probleme und stürzte in einen Berg. Selak wurde aus 800 Metern Höhe geschleudert, landete aber in einem Heuhaufen und überlebte. Mit jeder Geschichte beginne ich mehr und mehr an der Realitätsnähe der Ereignisse zu zweifeln. 1970 brannte sein Auto. Selak schaffte es, sich Sekunden bevor die Flammen den Tank erreichten, in Sicherheit zu bringen, und ein paar Jahre später endete eine weitere Autofahrt in einem Feuer. Heißes Öl aus der defekten Kraftstoffpumpe gelangte in den Motor, und die Flammen schossen durch die Lüftungsschlitze. Selak verlor einen Großteil seiner Haare, blieb aber unverletzt. Das heißt, er wurde mit einem Glücksgriff geboren. 1995 wurde er in Zagreb von einem Bus angefahren. Trotz der schweren Verletzungen überlebte Selak und ein Jahr später kollidierte sein Auto mit einem Lastwagen und wurde an den Rand einer Klippe geschleudert. Das Auto flog etwa 100 Meter nach unten, landete aber auf einem Baum, was dem Mann das Leben rettete. Das Auto flog etwa 100 Meter nach unten, landete aber auf einem Baum, was dem Mann das Leben rettete. Diese Prüfungen waren nicht Selaks letzte Abenteuer. Er beschloss, sein Glück zu versuchen, spielte im Lotto und gewann einen Jackpot von etwa 900.000 Euro. Kann man sich das einfach vorstellen? Das Wichtigste ist, immer vorsichtig zu sein und seinen Verwandten oder Freunden von seinen Plänen zu erzählen. Übrigens, schreibt in die Kommentare, welche Geschichte euch am besten gefallen hat. Mir persönlich gefällt die Geschichte von Franco Selak, der gleich 7 Katastrophen überlebt hat und dann auch noch fast 1 Million Euro im Casino gewonnen hat. Wenn ihr auch 1 Million Euro verdienen wollt, aber nicht im Casino, sondern indem ihr eure großartigen Fähigkeiten zeigt, dann weiß ich, was ich euch anbieten kann. Wir suchen Drehbuchautoren, Sprecher, Cutter und kreative Produzenten für unsere Videos. Habt ihr Interesse geweckt? Dann klickt auf den Link in der Beschreibung und reicht eure Bewerbung ein. Danke fürs Zuschauen.